Hallo, mein Name ist Chris Kramer und ich begrüße euch ganz herzlich zum Kurs Mundharmonika für absolute Anfänger. Ich will euch das Mundharmonikaspielen beibringen und gehe davon aus, dass ihr alle noch nie gespielt habt, dass ihr alle keine Noten lesen könnt und dass ihr alle freiwillig hier seid, also freiwillig eingeschaltet habt und so richtig Bock habt, dieses wunderbare Instrument zu erlernen. Und um das zu erlernen, muss man eben wissen, wie halte ich die Mundharmonika richtig, wie atme ich richtig und wie halte ich meine Lippen, dass ich wirklich ein Einzeltonspiel hinbekomme, um dann mit den einzelnen Tönen gezielt Melodien zu spielen. Darum geht es in diesem Kurs. Insgesamt sind es 30 Melodien, die ich vorbereitet habe. Und ich will direkt loslegen mit der Haltung. Die sieht so aus, zwischen Daumen und Zeigefinger in der linken Hand, so dass ihr einen größtmöglichen Hohlraum um die Mundharmonika bildet. Das gelingt euch, indem die Daumen in die gleiche Richtung zeigen, nicht gegeneinander. So, dann auch leicht versetzt und dann einen größtmöglichen Hohlraum mit den Händen machen. Wichtig dabei ist auch, dass ihr die Mundharmonika richtig herumhaltet. Das heißt, ihr solltet sie so halten, dass ihr die Ziffern lesen könnt. Hier seht ihr, jeder Kanal, wir haben 10 Kanäle, jeder Kanal hat eine Ziffer, 1, 2 bis 10. Und richtig herum bedeutet in unserem Kulturkreis, die tiefen Töne sollen links und die hohen Töne rechts sein. Also Kanal 1 ist tief, Kanal 10 ist ganz hoch. So haltet ihr sie richtig. Zurück zur Haltung. Warum soll man die so halten und nicht so, ne, wie irgendwie ein Butterbrot? Ne? Ist ganz klar, man kann mit den Händen Einfluss auf den Sound, auf den Klang der Mundharmonika legen. Und der einfachste Effekt, Soundeffekt, den es gibt, ist der Tremolo-Effekt. Das kennt man aus der Kindheit vom Indianerspielen. Und genau das macht man beim Mundharmonikaspielen auch. Man öffnet und schließt den Hohlraum beim Tremolo, macht ihn jedoch nie ganz auf und nie ganz zu, sondern so mittendrin, ganz nach Gefühl. Und auch bei der Geschwindigkeit kann man das schnell oder langsam machen. Mal ein Beispiel. Und so kann man mit der richtigen Haltung und dem Tremolo, was ich euch später nochmal erkläre, ganz tolle Effekte machen. So, jetzt will ich euch zeigen, wie ihr eure Lippen richtig haltet, die richtige Mundstellung, um einzelne Töne aus der Mundharmonika rauszubekommen, so damit es sich so anhört. Und nicht so. Ganz klar einzelne Töne. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und die Möglichkeit, die ich euch hauptsächlich ans Herz legen möchte, ist das Lipping, die Lippen so spitz zu machen, dass ihr genau einen Kanal trefft. Wenn ich die Lippen so halte, seht ihr richtig? Ich treffe genau einen Kanal. Wenn ich die Lippen breit habe, treffe ich 3 oder 4 Töne. Die Lippen sollen spitz sein, einen übertriebenen Kussmund. Und ihr könnt euch dabei einen Strohhalm vorstellen, so als ob ihr einen Strohhalm habt und mit den Lippen überlappen auf der Mundharmonika. Richtig weit drauf mit der Ober- und der Unterlippe, sodass keine Luft entweicht. Wenn ihr die Lippen falsch haltet, die Lippen so nach innen, das ist ein sehr häufiger Fehler, der gemacht wird am Anfang. Die Lippen werden nicht so und die Mundharmonika kann nicht auf der inneren feuchten Seite der Unterlippe abgelegt werden, sondern ihr haltet sie so nach innen. Nach dem Motto Igitt, Igitt. Das ist also ganz verkrampft auch. Ne? Wenn man so spielt, dann verkrampft man. Das sind oft so Ehrgeizige, die unbedingt das erzwingen wollen. Und so kriegt man das nicht hin, wenn man die Lippen, weil man dann nicht luftdicht abschließen kann. Und dann hört ihr immer so ein Zischen. Hört mal genau her. Weil die Luft dann in die Nachbarkanäle geht. Habe ich die Mundharmonika aber so und lege es auf der feuchten inneren Seite der Unterlippe ab,
erschrecke ich mich auf einmal auch, warum ich so laut bin. Warum? Weil der Luftkanal beim Menschen ist hier und je näher die Mundharmonika am Luftkanal ist, desto lauter und voller klingt der Ton. Und wenn ich dann noch richtig atme, das erkläre ich euch gleich, kann ich ganz entspannt mit Ein- und Ausatmen einen sauberen einzelnen Ton spielen. Und das ist die erste Übung, in den 4. Kanal aus- und einatmen. Die Tabulatur dafür, also die Tabulatur dient immer dazu, Leuten, die keine Noten lesen können, das zu erklären, ist dann, jeder Kanal hat eine Ziffer und die Ziffer gibt an, in welchem Kanal ihr etwas machen sollt. Kanal 4 gibt dann den Kanal an. Der Fall nach oben bedeutet ausatmen, der Fall nach unten bedeutet einatmen. Ich habe es mir so gemerkt, der Fall nach oben geht von mir weg, ich atme Luft aus, der Fall nach unten kommt zu mir hin, ich atme Luft ein. Das ist so die Eselsbrücke, die mir seinerzeit geholfen hat. Euch hoffentlich auch. So hört es sich gut an. Ich halte jetzt extra die Mundharmonika mal falsch, damit ihr nochmal wirklich meine Lippen sehen könnt. Nicht so. Oder der Breitmaulfrosch. Das sind die beiden. Entweder ist das zu breit oder man hält sie so. Das sind so die beiden größten Fehler. Das eben machen. Nochmal die Übung. Die nächste Übung, um das Einzeltonspiel sicherer zu machen, ist, ihr macht die erste Übung als Startpunkt, 4. Kanal aus- und einatmen. Und wenn ihr sicher seid, dass ihr einen einzelnen Ton habt, dann begebt ihr euch auf die Reise von Kanal 4 ausatmen nach 5 und 6 und dann von 6 einatmen zurück auf 4. Ich mache es mal vor, mache mal extra einen kleinen Fehler am Anfang, korrigiere mich dann. Jetzt darf ich mich auf die Reise begeben, weil ich den Ton sauber habe. Ich halte die Mundharmonika extra immer noch falsch, damit ihr sehen könnt, guckt auf meine Lippen, wie oft ich mit den Lippen von der Mundharmonika absetze. Ich habe gar nicht abgesetzt, genau. Warum? Nicht, weil ich jetzt besonders toll bin, sondern weil ich es mir besonders einfach mache. Denn zunächst ist es eine Hürde, dass die Kanäle so klein und so dicht beieinander sind. Und das ist jetzt der erste Kampf, den ihr gewinnen müsst, da einen einzelnen Ton rauszubekommen. Hat man das aber geschafft, ist es ein Segen, dass sie so klein und handlich ist und man dann hin und her rutschen kann. Und nicht jedes Mal mit den Lippen absetzen muss. Wenn man fortgeschritten ist und macht dann... Das würde gar nicht gehen, wenn ich ständig für jeden Ton neu ansetzen müsste. Ich muss also mit den Lippen rutschen. Deshalb gewöhnt euch das von vornherein an, mit den Lippen zu rutschen. Und diese Übung von Kanal 4 bis 6 ausatmen und von Kanal 6 bis 4 zurück einatmen, ist ideal dafür, um das schon mal zu üben und gleichzeitig das Einzeltonspiel zu üben. Die nächste Übung, die jetzt kommt, ist die Tonleiter. Ihr seht dann auch wieder hier das abgebildet, die Tabulaturen. Das war die C-Dur-Tonleiter. Bevor wir jetzt zum ersten Lied kommen, will ich noch über die Atmung reden, denn das ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache und der Schlüssel zum Erfolg. Denn es ist ganz wichtig, dass du verinnerlichst direkt vom Start weg vor der ersten Melodie, dass du eins wirst mit deinem Instrument und die Mundharmonika ist jetzt Teil deines Körpers. Und so wie ich jetzt mit meinem Atem versuche, Worte zu formen, die dich erreichen und vielleicht sogar berühren, will ich das auch mit meinem Atem machen, wenn ich den durch die Mundharmonika schicke und ganz beseelt spielen.
Denn nur wenn ich meine Seele da reingebe, kann ich auch deine Seele berühren oder die Seele anderer. Und deshalb ist wichtig, dass du wirklich durch die Mundharmonika atmest. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück zur Übung 2. Und wenn man die jetzt so hintereinander spielt und versucht, wie ein Tänzer des Atems, wie so ein Walzertänzer, ne? So einfach ganz entspannt zu atmen. Und dann merkt man richtig so, ach, das ist wie so ein Kind auf der Schaukel. Rauf mit der Schaukel, runter. Da ist nichts Verkrampftes. So ein Kind ist ganz natürlich und ursprünglich. Denkt gar nicht darüber nach, verkrampfen zu können. Nur wir Erwachsenen sind dann oft so und wollen verkrampft unbedingt Erfolg haben und stehen uns dann selbst im Weg. Deshalb nochmal. Und nicht rauspressen mit aller Gewalt, sondern locker ein- und ausatmen. Und der Mensch hat zwei Möglichkeiten zu atmen, über den Brustkorb oder übers Zwerchfell, über den Bauch. Wenn man über den Brustkorb atmet, dann wird der Brustkorb beim Einatmen groß und der Bauch klein und beim Ausatmen genau umgekehrt. Wir müssen aber als Sänger und als Mundharmonikaspieler, Blasinstrumentalisten, müssen wir über das Zwerchfell, über den Bauch atmen. Und das kann man sich wunderbar anhand eines Luftballons vergegenwärtigen. Kommt Luft in einen Luftballon rein, was passiert? Der Luftballon wird groß. Atme ich ein, wird mein Bauch groß, genau wie der Luftballon. Atme ich aus, wird der Bauch klein. Und der Brustkorb und die Schultern bleiben ganz ruhig. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier zwei Bücher auf den Schultern und auf den Büchern sind zwei Wasserbecher und die dürfen nicht umkippen, wenn ihr ein- und ausatmet, weil die ganze Bewegung ist hier. Ich mache jetzt mal einen schnellen Zugrhythmus, weil man dann so sieht, wie mein Bauch richtig pumpt. Hier ist nur die Bewegung. Und das könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen. Ich kann aber nicht stundenlang die Luft anhalten. Das heißt, ich habe jetzt wirklich geatmet dabei und die Bewegung war aus dem Bauch. Keine Angst, das ist jetzt keine Wissenschaft und keine ganz, ganz schwierige Sache, denn jeder Mensch atmet über den Bauch, wenn er in der horizontalen Position ist, also wenn ihr in eurem Bett liegt. Das ist sozusagen mal eine Hausaufgabe, die ganz einfach ist. Wenn ihr heute Abend zu Bett geht, legt eine oder beide Hände auf euren Bauch und guckt mal, wie ihr atmet. Und dann werdet ihr merken, Mensch, automatisch atme ich über den Bauch. Und wenn man dann anfängt, sich beim Mundharmonikaspielen dazu auch im Stehen oder auch im Sitzen dann Gedanken zu machen, über den Bauch zu atmen, wird das peu à peu wunderbar funktionieren, bis es dann nachher eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb diese kleine Atempredigt von mir. Ihr habt gemerkt, ich war sehr engagiert, aber ich unterrichte seit 1991 und da merke ich, wie sich da viele im Weg gestanden haben und vor allen Dingen, all die Fehler habe ich vorher auch gemacht und vor denen würde ich euch gerne bewahren. Das ist auch ein Grund oder der Sinn, weshalb ich hier diesen Online-Workshop mache. Also achtet wirklich bitte darauf. Und das war jetzt auch die Einführung, bei der ich versucht habe, mich so kurz wie möglich zu fassen, denn ich wollte jetzt nicht so viel erzählen und mich bei den nötigsten mich auf die nötigsten Sachen beschränken. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns dann und hören uns wieder beim ersten Lied und bei den weiteren Liedern auch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinem YouTube-Channel folgen könntet oder ihr mich auch besucht auf meiner Webseite. Ich bin euer Chris Kramer und hoffentlich bis bald.